Hast du dich gefragt, warum manche Menschen immer intuitiv die richtigen Entscheidungen treffen und andere wiederum immer zweifeln und dann anfangen zu grübeln und sich selber verstricken? In diesem Video möchte ich dir das Geheimnis enthüllen, wie du selbst zu deiner Intuition kommst, wie du aufhörst, über Dinge nachzudenken. Und ich verspreche dir, nach diesem Video wirst du merken, es wird so einfach sein, diese Methode ist so simpel, dass es dir, im wahrsten Sinne des Wortes, den Atem verschlagen könnte. Also lass uns gleich starten. Wie kam ich zu dieser Erkenntnis? Und zwar, gestern Abend habe ich eine Seelenreise gehabt und das war eine sehr, sehr verrückte Seelenreise. Du kennst mich vielleicht schon von den anderen Videos. Ich bin Autor des großen Mysteriums und beschäftige mich sehr intensiv mit dem erweiterten Bewusstseinszustand und erlebe in der Nacht immer sehr crazy Dinge. Deswegen findest du auf meinem Kanal auch sehr viele Erfahrungsberichte von solchen Erlebnissen, wo ich in erweiterte Zustände gehe und einfach solche Sachen erlebe. Und die Erfahrung, die ich gestern Abend hatte, war sehr, sehr crazy und ich werde es dir auch gleich erzählen, was da passiert ist. Und die hat mir eben gezeigt, was eben der genaue Grund ist, warum manche Menschen Entscheidungen treffen. Und zwar war das so, ich war mit meinem Bewusstsein ein Pullover im Supermarkt. Ja. Das heißt, ich war die ganze Zeit auf diesem Kleiderstand und habe die Perspektive erlebt des Pullovers. Und dann ist diese Version von mir, also der Marco, in dieses Geschäft reingekommen und hat dann überlegt, welchen Pullover er kaufen soll. Ja. Und ich durfte dann sozusagen erleben, dass jedes Objekt in jedem Raum eine Art Bewusstsein hat und wahrnimmt. Ja. Und es geht um Resonanz. Und ich werde dir das gleich erklären, was da passiert ist. Sehr, sehr coole Erfahrung. Ich habe es auch aufgeschrieben und werde jetzt auch gleich ein bisschen was vorlesen daraus. Ja. In jedem Fall habe ich dann erlebt, wie ich dann hingehe, etwas anziehe, etwas dann ausziehe und dann bei einem nicht sicher war und dann die ganze Zeit dann doch angezogen habe und dann geschaut habe im Spiegel und dann gezweifelt habe, ob ich das kaufen soll oder nicht. Aber was das Faszinierende dieser Erfahrung war, war die Perspektive des Pullovers selbst. Ja? Und aus dieser Perspektive habe ich dann gesehen, wie Bewusstsein tatsächlich funktioniert und was mit was in Resonanz geht und was für was bestimmt ist oder was für wen bestimmt ist. Das Ganze kannst du adaptieren für deine für deine Arbeit, für deine Partnerwahl, für das, was du dir kaufst, allgemein, wenn irgendwo eine Entscheidung zu treffen ist, was ist das, was für dich sich richtig anfühlt oder was in der göttlichen Führung für dich bestimmt ist und was eben nicht. Und das werde ich dir gleich vorlesen. Ich habe, als ich direkt aufgewacht bin, diese Erfahrung niedergeschrieben und möchte dir jetzt einfach daraus vorlesen, dass du einfach siehst, was da rauskommt. Ja? Ich habe aufgeschrieben. In uns existiert ein innerer Magnet, der entweder Dinge anzieht oder abstößt. Wenn er anzieht, ist es die Seele, die wirkt. Das ist ja klar, weil die Seele lenkt sozusagen uns. Und wenn die Seele will, dass du dorthin gehst oder mit der Person redest, dann tust du das einfach, ohne darüber nachzudenken. Ist dir sicher schon mal aufgefallen, du hast sicher in deinem Leben einfach so irgendwelche Entscheidungen getroffen, irgendwas getan oder für dich war es ganz klar, da musst du nicht drüber nachdenken, so ist es, ja. Das ist, weil deine Seele keinen Widerstand zu dem Buch, zu dem Video, zu dem Produkt oder zu dem Partner oder zu wen auch immer hat, weil es für dich bestimmt ist, weil die Seele sagt, ich will das. Ja? Und das heißt, du hast keine Widerstände. Ähm, also, wenn er anzieht, ist es die Seele, die wirkt. Stößt er ab, ist es der Verstand, der handelt. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Und es gibt zwei Arten von Entscheidungen. Das heißt, wenn du eine Entscheidung triffst, gibt es immer zwei Wege. Ja? Ein klares Ja, das Handlungen ohne innere Widerstände beinhaltet, und ein Nein, das komplexer ist und sich in zwei Teile spaltet. Das klare Nein ist sozusagen das Gegenteil vom Ja, vom klaren Ja. Ja? Und dann gibt es noch das unschlüssige Nein, also ähnlich dem Zögern beim Kleiderkauf, wo man dann mehrmals das anzieht und dann doch oder doch nicht und so weiter. In solchen Fällen, ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass man ähm, das Objekt, selbst wenn man es erwirbt, nicht oder sehr, sehr selten nutzen wird. Das sind so dieses Pareto-Prinzip. Wenn du in den Kleiderschrank schaust, merkst du, dass du 20% immer trägst und 80% du nie anziehst. Und das ist genau dieser Effekt. Ja. Und dies
Ganze gilt auch bei Beziehungen, wenn man lange überlegen muss, ist das die richtige Partnerin für mich und so weiter oder Partner, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Beziehung nicht von Dauer sein wird. Es gibt ein paar Varianten, wo es nicht so ist, zu denen werde ich gleich kommen. Ja? Also freu dich drauf. Ja? Übrigens gibt es eine ganz, ganz klare Sache, wie du ganz klar entscheiden kannst, was für dich richtig ist. Und zwar, indem du jetzt einfach unter dieses Video auf ein Like klickst und dann wirst du das Gefühl haben, ja, das ist genau das Richtige für mich. Nein, Spaß beiseite. Aber falls du dich trotzdem berufen fühlst, meinen Kanal zu unterstützen, dann drück einfach auf Like oder abonniere den Kanal, falls du noch kein Abonnent von diesem ähm, Kanal bist, um einfach sehr oft dein Bewusstsein zu erweitern mit bewusstseinserweiternden Videos. Ja. Kommen wir zur nächsten Sache, die sehr, sehr wichtig ist. Und zwar, der Schlüssel zur Intuition liegt darin, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie dein innerer Magnet ausgerichtet ist. Ja? Also Dinge, die er sofort anzieht und keinen Widerstand hervorrufen, können mit einem klaren Ja beantwortet werden. Ja? Wenn Widerstände auftreten, ja, ist es ein Zeichen für Nein. Und wenn du beginnst, unschlüssig zu sein, dann sollte dies ebenfalls ein Nein sein. Und jetzt ist es eben wichtig, dieser erste Impuls. Was war beim ersten Impuls, als du die Person kennengelernt hast? Was hat deine Intuition gesagt? Ja, perfekt. Oder, nee, aber ich lasse mich nochmal überzeugen, vielleicht doch. Ja? Ähm, und jetzt gibt es noch ein paar andere Varianten, die ich vorhin gesprochen habe. Und zwar, es gibt Situationen, wo du zuerst diesen Ja-Impuls hast und dann später schaltet sich dein Verstand ein, dein kritischer Verstand und fängt dann an nachzudenken und dann zu zweifeln und so weiter und so fort. Ja. Diese Ereignisse sind trotzdem magnetisch gesehen ein Ja, also Ja-Ereignisse. Es ist eben wichtig zu erkennen, dass dein Verstand versucht, durch seine Muster der Widerstände, durch Muster von Sicherheit und was auch immer, da gibt es sehr, sehr viele Muster, die wir in uns haben, ähm, eben Widerstände zu erzeugen. Ja? Ähm, Zum Beispiel, wenn ich Videos erzeuge, die aus Resonanz sind, das heißt, wenn ich mir selbst komplett klar bin, was ich will, wenn ich mir selber meiner eigenen Intuition folge, dann werde ich selbst Themen wählen, ja, die aus meiner Intuition im göttlichen Einklang sind mit dem, was ich tun soll. Ja. Wenn ich anfange, in den Verstand zu gehen und mir zu überlegen, so oder so oder so, dann ist das in der Regel aus meiner Erfahrung immer ein Video, was nicht so gut ankommt. Ja. Und deswegen mache ich alles nur noch mit Intuition und und baue die ganze Intuition auf. Und das führt dann bei den Leuten, die das Video sehen, auch immer zu einer Resonanz. Ja? Das heißt, wenn du selber in YouTube scrollst und dann siehst du das Thumbnail und du siehst den Titel, dann ist wenn ich selber in dieser Resonanz bin, meiner eigenen Intuition, dann werde ich mich in einer Art Resonanz befinden mit meinen Zusehern, also mit dir in dem Fall. Und diese Resonanz wird dann sein, dass du dann selber intuitiv auf das Video klickst und dann das Video auch weiterschaust, ja, weil es dich interessiert. Und diese Resonanz gilt es zu finden, um diese Intuition aufzubauen, dass man selber gar nicht mehr über die Dinge nachdenken muss, die im Leben geschehen, sondern einfach intuitiv handelt. Und dies führt eben dazu, dass du dieses Response vom Universum bekommst und einfach konstant in der göttlichen Führung deine Dinge machst. Ja? Und das führt eben zu diesem Frieden. Und du musst auch nicht mehr nachdenken, so oder so, weil dein Verstand runterfährt, weil der gar nichts mehr zu melden hat, weil du dich umgestaltest. Ja? Also, ähm, es gibt diese göttliche Führung und es geht immer darum, auf diesen ersten Impuls zu schauen, was ist der erste Impuls für dich jetzt gerade, was für dich wichtig ist, ja, was dein Gefühl dir sagt. Wenn du die Person kennenlernst, sagt sie dir komplett Widerstand oder sagt sie dir, nee, ähm, Widerstand oder sie sagt, die Intuition sagt, ja, perfekt, das machst du oder du red mit der Person oder das fühlt sich für dich richtig und stimmig an. Ja. Eine Sache ist wichtig zu erwähnen, ähm, Widerstand gegen etwas oder jemanden bedeutet nicht, dass dieser Widerstand für immer bestehen muss. Ja. Es zeigt lediglich, dass du in diesem Moment noch nicht bereit bist, ähm, unter der göttlichen Führung auf diese Information oder auf dieses Objekt oder auf diese Person dich einzulassen. In einer Woche, in einem Monat oder in einem Jahr kann das wiederum komplett anders sein. Das heißt,
Vielleicht war für dich so, meine Videos zum Beispiel hast du vor 3 Jahren geschaut und dann hast du gesagt, nee, der Typ, der ist nichts für mich oder das passt mir nicht, was der erzählt. Und heute bist du zugänglicher zu diesem Wissen und heute denkst du so, ja, das passt perfekt. Und jetzt kann ich damit was anfangen. Das ist wie bei einem Buch. Du liest es und denkst dir so, ah, das ist voll das Drecksbuch. 10 Jahre später schlagst du es wieder auf und denkst dir so, boah, das, was ich damals gelesen habe, das ist eigentlich richtig perfekt, ja. Und dann hilft es dir, ja. Und genau das ist das, worum es geht. Und wenn wir über das Thema Buch sprechen, falls du noch nicht weißt, mein Buch, Das große Mysterium, ist jetzt vorbestellbar. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn du es vorbestellst und deine Intuition dir sagt, ja, das Buch könnte mir helfen, meine Intuition, meine Verbindung zum Universum, zu mir selbst ähm, aufzubauen. In diesem Buch geht es um die großen Fragen des Lebens. Ich mache ja, wie du weißt, immer erweiterte Bewusstseinszustände, verbinde mich in der Nacht oder auch am Tag manchmal mit einem höheren Bewusstseinszustand oder mit anderen Entitäten, die ein höheres Bewusstsein haben als die Menschen und stelle dort Fragen. Und dieses Buch ist ein Summesorium aus Erfahrungsberichten, die ich gemacht habe, in erweiterten Realitäten, in erweiterten Bewusstseinszuständen. Ich nenne es immer so jenseits des Jenseits, wo ich dorthin gegangen bin und auf diese Kernfragen des Lebens dort gestellt habe und unglaubliche Antworten bekommen habe. Also Fragen wie, wer sind wir Menschen? Wie funktionieren wir? Wer ist Gott? Wie funktioniert Gott? Wer hat Gott erschaffen? Diese Fragen habe ich dort gestellt und habe Antworten bekommen, die mein eigenes Weltbild gesprengt haben. Und seitdem ich diese Antworten habe, ist in mir so ein innerer Frieden, weil wir laufen alle durch die Welt und haben diese Fragen und das führt zu einer Art Unsicherheit. Und wenn man das für sich beantwortet hat, dann kann man leben. Ja, leben und versteht, wie die Konstruktion funktioniert. Und das Buch hat 18 Kapitel, jedoch hat es 4 Säulen. Die erste Säule ist die Konstruktion selber. Also meine ganzen Fragen, die ich dort gestellt habe, sind auf dem Kapitel Konstruktion aufgebaut. Also es hieß am Anfang, bevor wir über irgendwas reden, du musst verstehen, wo du bist, wie die Konstruktion funktioniert, wie sie aufgebaut ist, deine Realität und die Materie und wie das ganze Quantensystem dahinter funktioniert. Also sehr, sehr krasse Antworten bekommen. Dann hieß es als nächstes, du musst dann, wenn wir über dich reden, also wenn du verstehst, wie die Konstruktion funktioniert, dann reden wir über das Thema Individualität in der Konstruktion. Also die ganzen Lebewesen wie Menschen und Co., die sich dann in der Konstruktion aufhalten und dort Ereignisse erleben und dort Erfahrungen sammeln. Und dann ging es in die dritte Säule, Bewusstsein entsteht durch das Zusammenspiel zwischen Individualitäten in Konstruktionen und daraus ergibt sich Bewusstsein und wenn wir das verstehen, verstehen wir Gott erst und dann gehen wir über das Thema Säule, die letzte Säule und zwar der Sinn des Ganzen. Sehr, sehr spannend. Und darum handelt mein Buch. Es ist so eine Art Roman gemischt mit Channelings, gemischt mit Erfahrungsberichten von Astralreisen und Seelenreisen, die sich dort verschränken und das Ganze ein großes Bild ergeben hat. Und ich nenne es eben das große Mysterium, also diese Gottheit, die mit sich selbst ein Selbstgespräch führt und sich selbst bewusst wird über das, was gerade geschieht. Sehr, sehr spannend. Also wenn deine Intuition jetzt dir sagt, so wow, diese Antworten möchte ich lesen und das Ganze miterleben. Ich habe es auch so geschrieben, dass du als Leser selbst das Ganze miterlebst, also diese ganze Erfahrung. Ich nehme dich mit komplett auf diese Reise. Also freue dich darauf, es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ja. Kommen wir zum letzten Teil des Videos und zwar möchte ich dir jetzt noch 3 Tipps geben, wie du deine Intuition stärken kannst. Ja. Das erste ist, dass du deinen ersten Eindruck, dass du dir bewusst wirst, dass du aus diesen ganzen Gedanken wirrwarr rauskommst und einfach in deinen ersten Eindruck hineingehst. Was ist dein erster Eindruck zu Dingen, was fühlt sich für dich wie an? Ja? Also oft ist unser erster Instinkt, die erste Reaktion auf eine Situation ein Ausdruck unserer Intuition. Ja. Also außer du bist schon komplett im Verstand drin und zerdenkst eh schon alles, dann bist du komplett abgeschottet von deinem ersten Instinkt. Also versuche diesen ersten Eindruck zu vertrauen und ernst zu nehmen, statt anzufangen, nachzudenken, zu überdenken, zu rationalisieren und so weiter. Die zweite Methode ist, du nimmst Memory-Karten oder irgendwelche anderen Karten und versuchst dort mit Intuition immer die richtigen zu treffen. Ja. Ähm,
oder du kannst selber irgendwas aufmalen und dann versuchen, die richtigen Sachen zu erraten mit Intuition. Damit trainierst du sie. Was auch eine super Methode ist, ist, dass jemand vor dir geht und du schließt deine Augen und du gehst ihm nach. Ja? Ähm, und dann hat die Person die Aufgabe vor dir, immer stehen zu bleiben. Und du bist so einen halben Meter hinter ihm und du musst intuitiv spüren, wann bleibt die Person stehen und dann bleibst du auch stehen. Und dann öffnest du deine Augen und dann siehst du, wie weit bist du entfernt. Und so trainierst du deine Intuition. Ja. Und das nächste ist dann, dass du ein Intuitionstagebuch führst und regelmäßig deine spontanen Einfälle reinschreibst. Oder wenn ich zum Beispiel jetzt eine Idee habe für einen Kurs, für ein Projekt oder für eine Frequenz, die ich produziere, dann spüre ich sofort, wow, oh, und das fühlt sich gut an, ja. Und dann gehe ich aber sofort ins Handeln, weil viele fangen an nachzudenken und dann kommt das auf eine Liste und dann verschwindet das Ganze. Und bei mir ist es anders, wenn ich diese Intuition habe, fange ich sofort an, das Ganze umzusetzen und dann läuft die Sache, ja, und dann ist es im Leben. Und das ist auch der Grund, warum Menschen erfolgreich sind, warum sie viel geleistet haben auf diesem Planeten, warum andere eben vor sich hin dümpeln und sich fragen, warum werden sie nie erfolgreich, weil sie einfach alles sacken lassen und nichts tun. Und da ist eben der Trick, wenn du deine Intuition super mit ihr verbunden bist, dann wirst du spüren, oh, okay, cool, und jetzt handelst du auch direkt danach, also diesen Zeitraum zwischen Intuition oder Reizreaktion, dass da keine Luft dazwischen ist, sondern dass du direkt ins Handeln kommst und dann bist du in diesem Flow, dann ziehst du das an, was in der göttlichen Führung für dich bestimmt ist, ja. In diesem Sinne war es das für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video ein paar Tipps geben, die dir helfen, die ganze Sache mit diesem Nachdenken und mit diesen Entscheidungen ein bisschen klarer zu sehen. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, dass du selbst zu deiner Intuition kommst, dass du selbst dein Bewusstsein in diese Richtung verlagerst, dass du keinen Widerstand mehr hast und dann einfach dem Leben folgst, weil das Leben fließt von selber. Das ist wie so ein Fluss. Manche Menschen, die pinkeln immer gegen den Wind und wundern sich, warum es immer stinkt auf ihre Hose. Und deswegen ist es wichtig, sich halt mit dem Wind hin auszurichten und mitzufließen und nicht gegen den Wind zu pinkeln. Und da wirst du sehen, da wird das Leben so einfach, weil du einfach aufhörst, über die Dinge nachzudenken. Und das ist alles, was schlussendlich zählt. In dem Sinne freue ich mich schon sehr, dich im nächsten Video wiederzusehen. Ich plane übrigens auch bald ein neues Format einzubauen in meine Videos und lass dich da überraschen, was da noch in Zukunft auf dich wartet. Und ich freue mich mega, wenn wenn dir dieses Video gefällt, dass du es mit deinen Freunden teilst, denn das unterstützt unglaublich meine Arbeit. Und vor allem würde mich sehr interessieren, wie du mit deiner Intuition verbunden bist, was du tust, um deine Intuition zu stärken. Schreib es mir in den Kommentaren rein und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Also bis dann. Tschüss.